Frau Schillinger, vor einigen Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also in der Mitte des Lebens wollte ich nochmal eine neue Stelle anfangen. Habe gekündigt und dann wollte ich mir aber noch die Zähne richten lassen, dass ich in der neuen Stelle schön ausschaue. Bin ich zu einem ganzheitlichen Zahnarzt gegangen, der hat mir das Amalgam rausgemacht und nicht abgesaugt, auch sonst nichts gemacht und hat mir sofort Gold rein. Und dann habe ich wunderbare, schöne Zähne gehabt und dann nach 4 Wochen bin ich zusammengebrochen und ich habe nicht gewusst, was mit mir los ist. Also das ist durchgegangen in der Nacht wie eine Spirale, von oben nach unten. Und den nächsten Tag konnte ich nicht mehr aufstehen. Wie gelähmt war ich und ich habe aber nicht gewusst, ich habe Panik, Angst gehabt, jetzt muss ich sterben. Und ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin ganz langsam dann in die Küche gegangen und also meine Füße waren schwer wie Blei. Und ich habe so eine Angst gehabt vom Tod, habe mir gedacht, jetzt muss ich sterben. Da war ich ungefähr so in der Mitte des Lebens. Und ja, was mache ich jetzt dann? Da habe ich vor lauter Panik, habe ich zufällig in der Zeitung gelesen, es gibt eine Amalgam-Gruppe, Beratungsgruppe. Und ich habe mir gedacht, das muss mit meinen Zähnen zusammenhängen, weil sonst war ich ja immer gesund. Und da hat sich dann und da habe ich da angerufen bei der Stelle und die hat gesagt, da haben Sie Gold drin. Habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ja, Gold raus oder tot. Und da war ich noch aufgeregter. Haben wir gedacht, jetzt kann ich doch nicht schon in der Mitte des Lebens sterben. Und mein Sohn hat noch bei mir gewohnt. Der hat das alles mitgekriegt. Und da ist die schlimme Zeit angegangen. Und ich habe Verdauungsstörung gehabt, konnte nicht mehr essen und nicht mehr schlafen. War das eine Amalgamvergiftung? Ja, es war eine Amalgamvergiftung. Und dann habe ich einen Arzt gesucht, der mir das Gold wieder rausmacht. Und dann bin ich in die Beratungsstelle und dann bin ich zu dem Zahnarzt. Habe ich gesagt, es macht mir keiner das Gold raus und ich vertrage das nicht. Ja, dann hat er gesagt, dann müssen wir die Zähne ziehen. Und dann haben wir gedacht, was kann ich schon verlieren? Und habe dann meine ganzen Zähne ziehen lassen. Und zwar auf 2 Mal. Einmal, glaube ich, 12 und einmal 11. Und dann habe ich noch 12 Kieferoperationen gehabt. Weil das ganze Amalgam auch unten früher hat man ja die Wurzeln sektiert, also mit Amalgam gefüllt dann. Ja, dann habe ich 1,5 Jahre keine Zähne gehabt. Weil man gedacht habe, ich habe gelesen, erst muss man entgiften, bevor man wieder ein Material kriegt, das dann passt. Und irgendwie bin ich dann nicht mehr zurechtgekommen. Mein Sohn hat immer Angst gehabt, ich stirb. Und dann ist am Heiligen Abend, kommt auf einmal ein Prospekt von einer Entgiftungsklinik. Ohne Adresse, dann haben wir gedacht, das ist ein Hinweis, da muss ich hin, weil ich mir selber nicht mehr helfen kann. Und da habe ich dann angerufen und da habe ich am 16. Januar schon gleich einen Termin bekommen. Bin da in den Bayerischen Wald gefahren, in die Klinik und habe da dann weiter entgiftet. Und dann ist angegangen mit Kolontherapie, Sauerstofftherapie und bestimmte Nahrung, die wussten sie halt alles. Und dann hat der Leiter mal gesagt, ja, jetzt tun wir mal das Gehirn entgiften. Und da gibt es DMSA, das ist extra fürs Gehirn. Das sind Tabletten? Tabletten, ja, fürs Gehirn zu entgiften. Und da war Freitag und er hat Wochenend frei gehabt. Und da war nur ein Arzt da als Reserve. Und dann auf einmal nach dieser Tablette ist mir so schlecht gegangen. Dann habe ich den Arzt gerufen, der noch da war. Es war 9 abends. Und dann hat er gesagt,
gute Frau, jetzt ist 9 Uhr, jetzt ist Schlafzeit. Und ist keiner gekommen. Und in der Nacht ist es dann passiert. Und ich habe nicht gewusst, was mit mir geschieht. Auf einmal bin ich durch ein Tunnel gerast. Und es war so schnell und ich habe so mit den Händen auf der Seite gebremst, haben wir gedacht, dass es nicht so schnell geht. Aber es hat alles nichts geholfen. Das war so dunkel silber und vorne immer so ein kleines Licht. Also wie ich aus dem Tunnel raus bin, in das Licht, war ich gleich in einem riesengroßen Raum. Also ich glaube nicht, dass der eckig war, der war mehr rund. Und da waren verschiedene Säulen gestanden, weiße, das weiß ich noch. Und die waren so spiralmäßig gedreht. Und ich habe das genossen und bin da sowieso geschwebt hin und her. Und das war so eine Geborgenheit und so eine Liebe, dass ich gesagt habe, wer gibt mir hier so viel Liebe, wo ich noch nie erfahren habe. Und dann habe ich gesagt, den möchte ich heiraten, der mir so viel Liebe gibt. Ich wollte diese Liebe festhalten, dass sie mir nicht mehr entschwindet. Und dann hat eine weibliche Stimme gesagt, das geht nicht, diese Liebe ist für alle da. Aber weil du wieder gehen musst, kriegst du noch ein Geschenk. Und dann sind auf einmal, dann bin ich mir so vorgekommen, als wenn ich irgendwo liege und da sind lauter weiße Tauben runter, ganz dicht und viele. Und ich war da so in Frieden und es war immer so ein bisschen, das hört sich so an wie Styroportauben. Und das war sehr lange und ich habe das genossen. Und ja, und dann bin ich auf einmal durch ein lautes Geräusch, bin ich in meinen Körper rein und da habe ich gedacht, mein Bett ist jetzt vorne an der Tür und fahrt mit den Rädern wieder hinter zum Fenster, wo das Bett immer schon gestanden ist. Und dann bin ich aufgewacht und war also ganz erschrocken, was da jetzt passiert ist. Und dann habe ich gleich mein Bett angeschaut, wo das steht. Ich habe wirklich gedacht, es hat jemand mit den Rädern und in der Zeit war das wahrscheinlich, wie ich in den Körper rein bin. Aber das war so ein lautes Geräusch, wie ich wieder in den Körper rein bin. Ich bin direkt zusammengezuckt und dann wach geworden. Und da habe ich ja gar nicht gewusst, was mit mir los ist. Aber ich war so in Frieden von den Friedenstauben, ich sehe es als Friedenstaube, dass mir das alles egal war, was die jetzt mit mir machen. Die Nachbarin hat gesagt, der steht doch auf. Dann haben sie einen Arzt geholt, habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich habe wirklich keine Kraft gehabt zum Aufstehen. Aber ich war so in Frieden und habe immer die Augen zugelassen. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Dann habe ich erst einmal Zähne. Wieder nach 1,5 Jahren habe ich mir neue Zähne machen lassen. Und die Auswirkung war, dass ich also die Angst vom Tod verloren habe. Ich habe ja solche Angst gehabt. Und dann wollte ich natürlich wissen, warum mir das passiert ist und so. Da habe ich also nachgefragt, Bücher gelesen und das war für mich eigentlich dann ein neues Leben. Das war mein zweites Leben. Und natürlich war das soziale Abstieg. Ich musste ja in Frührente gehen, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Und dann habe ich mir gedacht, Hauptsache ich lebe wieder neu. Und ich habe gemerkt, das hat mich eigentlich niemand verstanden, bloß diese Gruppe mit Amalgamvergiftung. Und da habe ich dann viele Menschen kennengelernt, die also da auch vergiftet waren und dann bin ich in die Materie reingekommen. Aber im Grunde hat es mich zu mir selber geführt.
Dann habe ich erstmal, früher musste ich immer beweisen. Dann habe ich immer jeden beweisen müssen, habe ich das gemacht, das gemacht, das. Und jetzt bin ich so weit, dass ich also innerlich stärker geworden bin und niemand mehr was beweisen muss. Weil ich weiß, dass ich geliebt werde vom Kosmos und ich mich selber lieben gelernt habe. Das war ein gravierendes Erlebnis. Frau Schillinger, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.